Diese Aktien findet die Community jetzt spannend und zwar im Monat Juli. Wir schauen uns heute ein paar Aktien an, die ihr mir vorgeschlagen habt, beziehungsweise die ihr gerade selber sehr, sehr interessant findet für einen Einstieg. Und die Aktien, die wir heute besprechen, sind einmal Ulta Beauty, Kinsale Capital Group, Atos Software, Heiko und Games Workshop. An der Stelle auf jeden Fall schon mal ein Dankeschön an alle die, die mitgemacht haben unter dem letzten Post, den ich geteilt habe. Da könnt ihr, wenn ihr jetzt auch noch vielleicht Vorschläge für das nächste Video habt, gerne noch Kommentare drunter schreiben, welche Aktien ihr hier sehen möchtet. Ja, grundsätzlich mal sehr, sehr viele Leute, die öfter aber auch immer wieder meine Videos anschauen, sind noch nicht Follower auf dem Kanal. Wenn ihr mich unterstützen wollt und meinen Content gut findet, dann lasst doch gerne ein Abo da. Dann wächst mein Channel da auch. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt starten wir aber direkt rein. Wir schauen uns jetzt die fundamentalen und charttechnischen Daten an der einzelnen Aktien und fangen jeweils mit der charttechnischen Situation an und arbeiten uns dann vor in die Fundamentaldaten. Als allererstes hier mal Ulta Beauty, ja, im Retail-Bereich ja, eingesessen, beziehungsweise hauptsächlich natürlich, sagt der Name ja auch schon, hier Vertreiber von Kosmetikartikeln, sehr langfristig ist das Unternehmen vor allem bis 2017 absolut wahnsinnig starkes Unternehmen gewesen. Danach jetzt hier eher langsamere Entwicklung, aber der Trend ist definitiv intakt und muss sagen, dass ich relativ überrascht war von dem Unternehmen hier. Relativ interessante charttechnische Struktur im Moment. Also wir haben ja hier diesen Impuls seit 2020 gehabt, also im Corona, und entwickeln uns jetzt hier schon länger auch seitwärts, hatten aber jetzt hier eine sehr, sehr starke Unterstützung aus dem Hoch 2019 und den letzten Verlaufstiefs aus 2023 und auch hier während der Inflationskorrektur. So, jetzt sind wir hier in kurzfristiger Basis, also wirklich genau in dieser grünen Zone drin gewesen, beziehungsweise sind wir da sehr nah noch dran und haben jetzt hier schon mal den ersten Impuls ausgelöst. Also wir sehen hier, die relevante Zone wurde angelaufen. Hier haben wir theoretisch schon den H1, H4-Trend rausgenommen und ziehen jetzt wieder nach oben. Also die Wahrscheinlichkeit im Moment ist auf jeden Fall deutlich gestiegen, dass wir jetzt wieder das obere Ende zumindest der Range anlaufen, also die 500 Euro, 550 Euro. Das wäre natürlich Wahnsinn, weil ist dann eine Kursrendite von 30% knapp. Aber für mich wäre jetzt eigentlich der finale Einstiegstrigger hier erst oben bei 423, 422 US-Dollar. Aber grundsätzlich wäre jetzt mal der kurzfristige Trend jetzt tatsächlich schon gebrochen, nachdem man hier die 400 Dollar überschritten hat. Also die Aktie hat vor kurzem erst ein Kaufsignal ausgelöst. Also derjenige, der die Aktie empfohlen hat, dem wird das wahrscheinlich auch bewusst gewesen sein und hat sie eben deswegen hier mit reingenommen. Ja, jetzt schauen wir mal auf die äh, Fundamentaldaten, alles so ein bisschen im Quick-View. Wir haben natürlich auch noch mehrere Aktien, die wir uns anschauen. Ja, wir sehen, der Umsatz, der ist vor allem hier im Corona deutlich angewachsen und hat sich seitdem aber auch relativ gut entwickelt. Das Wachstum ist natürlich langsamer geworden, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Die Netmargin, die ist in Corona deutlich zurückgegangen, befindet sich aber im Moment auf einem relativ guten Niveau, also völlig in Ordnung. Ja, den meisten Umsatz macht man mit Kosmetik und Hautcare, also Skincare und ja, so Haarprodukte und lauter solche Sachen. Was den Verschuldungsgrad von Debt to Free Cashflow angeht, sehen wir, dass wir hier fast mit einem Jahr, ja, wohl 2 Jahre, beziehungsweise 1 Jahr und die Cash-Position die ganzen Schulden tilgen könnten. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Position, in dem das Unternehmen ist. Jetzt schauen wir uns auch noch den Free Cashflow an. Hier Free Cashflow, ja, also langfristig hat sich der sehr, sehr gut entwickelt. Klar, hier sind immer mal ein paar Rückgänge drinnen, auch in Corona. Aber grundsätzlich geht da definitiv der Trend nach oben, auch wenn man jetzt 2023 hier mal 11% weniger Free Cashflow verdient hat. Aber das sieht grundsätzlich gut aus. Also nicht dieses typisch zyklische Unternehmen. Und hier können wir uns auch nochmal Free Cashflow to Net Debt anschauen und da sehen wir, dass 1 Jahr reicht, um die ganzen Schulden zu tilgen. Ja, Umsatzwachstum, also wirklich sehr, sehr stark. Also 2022 18% und 2023 9%. Also auch wirklich ein relativ
stark wachsendes Unternehmen dann doch. EBITDA ist etwas leichter gewachsen mit nur noch 2% im letzten Jahr. Aber grundsätzlich sieht man da auch eine deutliche Tendenz nach oben, wenn wir uns hier das EBITDA anschauen. Das hat sich auch besser entwickelt als der Umsatz an sich. Jetzt gucken wir uns als allererstes noch die ausstehende Aktienanzahl an. Und das hat mich auch extrem überrascht, dass die Aktie oder das Unternehmen so extrem die Aktienanzahl reduziert. Also man reduziert hier so im Schnitt so 5, 6% seiner ausstehenden Aktienanzahl pro Jahr. Also das ist natürlich schon wirklich krass. Das heißt, in 20 Jahren ungefähr, dann gibt es die Aktie nicht mehr frei handelbar. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber theoretisch, wenn wirklich die ganze eigenen Aktien zurückgekauft werden würden, dann wäre das so der Fall. Und das bedeutet natürlich auch sehr, sehr viel Rückenwind für uns als Aktionär oder für denjenigen, der da jetzt Aktionär ist. Also finde ich sehr, sehr interessant. Historisch gesehen, ja, sehen wir eigentlich, wir sind wirklich in einem normalen Rahmen, was die Bewertung angeht. Ist jetzt völlig normal, nicht gerade unterbewertet, aber ist in Ordnung. Was die Netmargen und die EBITDA-Margen angeht, sehen wir, dass wir seit Corona uns auf einem deutlich höheren Niveau hier stabilisieren konnten, wie es noch davor der Fall war. Also das auch sehr schön. Vor allem die Netmargen konnten da doch deutlich ausgebaut werden. Die sind jetzt zwar nicht auf dem ganz krassen Entwicklungspfad, aber die sind auf jeden Fall schon relativ gut. Man zahlt hier keine Dividende. Was die Ausblicke angeht, sehen wir, dass wir hier den Umsatz auch noch in Zukunft steigern sollen. Zwar jetzt nicht mehr ganz so stark und die Earnings per Share, die sollen aber deutlich stärker wachsen. Ja, dann schauen wir direkt aufs nächste Unternehmen und das ist Kinsale Capital. Kinsale Capital, auch ein absolut spannender Versicherungskonzern schon fast, ein Unternehmen. Sie sind aber erst seit 2017 hier an der Börse und befinden sich aber auch in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Ich habe jetzt hier mal den Wochenkanal mehr oder weniger hier genommen, der hier nach oben läuft. Und wir sehen, dass wir hier bei den letzten Quartalszahlen doch einen relativ starken Kursrutsch hatten und stabilisieren uns jetzt hier aber auf Tagesbasis. Und grundsätzlich sind wir auch 20% unter All-Time-High. Also wenn wir uns hier lösen aus dieser Seitwärtsphase hier raus, also über 403 US-Dollar, dann ist da auf jeden Fall Luft nach oben, aber da muss auch erstmal hier der Ausbruch erfolgen. Also im Moment Seitwärtsphase, im Moment würde ich noch nichts tun. Aber wenn der Ausbruch hier nach oben erfolgt, dann definitiv hier mal eine Kaufchance. Ja, man zahlt sogar hier auch Dividende, 0,15%, ist wirklich extrem stark am Wachsen hier das Unternehmen. Und da gucken wir uns jetzt auch hier mal die ganze Valuation an und da sehen wir, dass historisch gesehen die Bewertung doch deutlich gesunken ist. Hängt natürlich damit zusammen, dass das Unternehmen nicht mehr so stark wächst, wie es am Anfang der Fall war. Aber wir sehen hier, der Umsatz ist wirklich verrückt stark gelaufen, also von 2022 auf 2023 nochmal 50% zugelegt und auch die Netmargen deutlich gestiegen. Also sieht sehr gut aus. Ja, man versichert eben hier so Commercial Property, Commercial Access, Small Business Casualties, also sehr, sehr fokussiert einfach auch der Versicherungsdienstleister hier. Und im Moment ist da die Financial Health auch ja, in Ordnung. Jetzt 2023 hatte man hier relativ viele Policy Claims im Vergleich zu den Premiums Earned, aber in Ordnung. Dann schauen wir hier mal aufs Statement und da sehen wir auch das Umsatzwachstum wirklich extrem stark, also immer über 30% eigentlich, also hier 40%, 40%, 40, knapp 40, hier mal 28% und zuletzt sogar 50% fast, also wirklich wahnsinnig stark, wie das Unternehmen wächst. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Wachstum, was das Unternehmen hier hinlegt. Auch das Net Income konnte im letzten Jahr um 93% gesteigert werden. Dementsprechend ist aber natürlich auch die Bewertung relativ hoch, muss man natürlich klar sagen. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier noch den Free Cashflow an, wenn wir die anderen Sachen hier nochmal ausblenden. Ja, Free Cashflow ist natürlich ebenfalls stetig gestiegen und ist wirklich extremes Wachstum drinnen. Auch hier 54% Free Cashflow Wachstum im Vorjahr, 37%, da davor 62%. Also Wahnsinn, wirklich sehr, sehr starke Marktposition anscheinend, die man sich da jetzt schon erarbeitet hat. Und das Wachstum ist echt sehr, sehr gut. Ja, hier ist die Aktienanzahl leider aber erhöht worden. Zwar jetzt nicht in einem extrem starken Rahmen, aber doch tendenziell steigend. Gefällt mir nicht so gut, aber
wäre jetzt für mich noch kein Kriterium, weil man ja doch noch sehr, sehr stark am Wachsen ist. Hier sehen wir die Nettmargen sehr, sehr schön gesteigert über den langen Zeitraum. Also das ist auch sehr, sehr gut. Man scheint einfach immer höhere Preise an den Kunden weitergeben zu können. Was die Ausschüttungsquote angeht und die Dividende, ja, die wird tatsächlich schon hier seit 2017, also seit Anfang an gezahlt. Und im Moment haben wir eine Payout Ratio von lächerlichen 4%, also die haben da noch sehr, sehr viel Platz zum Erhöhen. Und was die ganzen Prognosen angeht, sieht man auch, wow, also das Unternehmen soll sehr weiter so dynamisch wachsen. Also wirklich interessantes Unternehmen, muss man sich aber ganz genau nochmal anschauen, weil Versicherer natürlich jetzt auch nicht so ganz einfach zum Verstehen sind, aber für mich auf jeden Fall ein Titel, der für mich einen Platz auf der Watchlist verdient hat. Dann gucken wir zur nächsten Aktie und das ist hier Heiko. Und die Aktie läuft hier eigentlich sehr, sehr schön schon seit 2000 eigentlich in einem Trendkanal und hat sich aber in letzter Zeit hier dann doch etwas langsamer entwickelt. Im Moment bietet sich da für mich jetzt kein Einstiegssignal oder irgendwas an. Wir sind auf All-Time-High, müssten jetzt erstmal irgendwo hier runter korrigieren, vielleicht auf 180 oder so. Also ich persönlich kaufe jetzt keine Aktien auf All-Time-High-Niveau. Also ich würde da jetzt erstmal keine, also weder kaufen noch verkaufen etc. Aber ich mache ja eh keine Anlageberatung und ihr entscheidet sowieso immer, was ihr mit eurem eigenen Kapital macht. Und deswegen schauen wir auch gleich auf die fundamentale Bewertung. Und da sehen wir, dass wir schon eine sehr, sehr hohe Bewertung hier haben. Die ist zwar historisch zumindest günstig in den letzten 4 Jahren, aber immer noch hier ein P-Ratio von 54. Das ist schon wirklich krass. Aber das Umsatzwachstum ist aber auch hier auch noch sehr, sehr stark, wenn wir uns das anschauen, zumindest im letzten Jahr. Sah sehr, sehr gut aus. Netmargin ist aber rückläufig seit 2020 tatsächlich. Also man scheint hier vielleicht doch auch irgendwo Probleme zu haben oder vielleicht hat man auch größere Übernahmen getätigt. Und ja, man zahlt auch eine Dividende, hat aber im Moment nur ein Dividendenyield von 0,13%, zumindest hier 2023 gehabt und im Moment nur 0,09%. Boah, ja, okay. Und hier sehen wir 2023 relativ hoher Verschuldungsgrad. Also man hat hier von 22 auf 23 sehr viele Schulden aufgenommen. Da würde ich fast glauben, dass hier vielleicht eine große Übernahme stattgefunden hat. Würde Sinn machen. Muss man sich genauer anschauen. Der Free Cashflow, ja, der ist hier ja doch gar nicht mal so stark mitgelaufen. Also schon eine stärkere Entwicklung, auf jeden Fall hier von Vor-Corona-Niveau. Aber seit Corona ist jetzt hier nicht mehr die verrückt große Steigerung drinnen, immer mal so 5%. Ähm, also die hohe Bewertung ist jetzt meines Erachtens ein bisschen übertrieben. Das kann aber natürlich auch zusammenhängen damit, dass jetzt wirklich vor kurzem eine Übernahme stattgefunden hat. Total Assets sind auch stark gewachsen, also das spricht für mich alles eigentlich für eine Übernahme, die man getätigt hat. Wir können auch hier nochmal schnell reinschauen. Irgendwo müsste normalerweise hier der Goodwill auch ausgeschrieben sein. Wenn ich es finde, ist natürlich hier irgendwo versteckt. Also irgendwo, ja genau, hier Goodwill Net. Wir sehen hier, dass hier deutlich der Goodwill erhöht wurde. In grün ganz rechts. Also hier war wahrscheinlich eine Übernahme. Genau, das Umsatzwachstum, das ist das Einzige, was mir gut gefällt. Wir sind 2023 hier 34% gewachsen, also das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und das EBITDA kann einen ähnlichen Pace mithalten. Also grundsätzlich das Unternehmen schon in einer starken Marktposition. Und was die Shares Outstanding angeht, da werden die Aktienanzahl theoretisch eher erhöht als reduziert, aber auch nur minimal, also auch nur in Ordnung. Und hier sehen wir immer noch diese relativ hohe Bewertung, aber die ist historisch eigentlich immer auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Deswegen würde mich die jetzt auch im ersten Moment jetzt mal nicht abschrecken. Aber muss man sich natürlich ganz genau noch anschauen, ob diese Bewertung gerechtfertigt ist. Ja, wir sehen jetzt hier noch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Net-Margen hier tendenziell sinkend ist. Das gefällt mir jetzt auch nicht so gut, kann aber eben an dieser Übernahme liegen. EBITDA-Marge, die ist schön stetig gehalten, also auch völlig in Ordnung. Ja, man macht ja auch hier so elektronisches Equipment und deswegen kann man auch hier die Dividende schon länger relativ schön steigern, hat aber eine sehr, sehr niedrige Payout Ratio von nur so 5 bis 7%. Und was die Prognosen angeht, das könnte natürlich auch hier die starke Bewertung ja, berechtfertigen. Sieht sehr, sehr gut aus. Das Unternehmen soll weiter sehr stark wachsen. Dann schauen wir zum nächsten Unternehmen und zwar ein Softwareunternehmen aus Deutschland.
Atos Software AG, auch das ein wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ist natürlich eine sehr, sehr kleine Firma noch, aber läuft seit 2008 in einem wirklich sehr, sehr wunderschönen Trendkanal und ist wirklich eine absolute Perle aus Deutschland. Und im Moment korrigieren wir sogar so ein bisschen, haben aber schon ein neues All-Time-High ausgebildet. Langfristig würde es Sinn machen, hier abzuwarten, bis wir hier runterkommen auf 87 Euro. Ob wir das sehen, das halte ich im Moment noch eher für fragwürdig, weil wir haben kurzfristig schon ein Kaufsignal ausgelöst, sind jetzt hier in diesem Impuls von 2023 bis hoch auf April 24 und sind runterkorrigiert bis auf 108 Euro. Und jetzt hier kurzfristig dieses Kaufsignal ist natürlich jetzt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt nochmal nach oben laufen. Also grundsätzlich könnte man auch hier schon sich überlegen, ob sich dann ein Einstieg lohnt, aber ich möchte dann eher in den relativ großen Korrekturen kaufen. Ja, wir haben nun eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden Euro, also relativ wenig. Man zahlt aber sogar eine Dividende mit 1,4%. Also das leuchtet mir nicht ganz ein, warum man hier eine Dividende zahlt als so ein kleines Unternehmen, was ja eigentlich noch sehr, sehr stark wachsen muss und will. Das finde ich ein bisschen komisch, muss man sich die ganze Aktionärstruktur mal ganz genau anschauen. Und wir sehen auch an der Bewertung, das Unternehmen soll noch stark wachsen oder wird es müssen. Wir haben eine P/E-Ratio im Moment von 46. Und historisch war die sogar noch höher. Hier im Peak 2021 mal bei knapp 90. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Ja, was Umsatz und Endmargen angeht, sehen wir, da konnte sehr, sehr stark gesteigert werden über die letzten Jahre und auch die Netmargen ist schön mitgelaufen. Man verdient sein hauptsächliches Geld hier mit einerseits Atos Time Control, also Zeitstempeleinrichtungen, die kennt man wahrscheinlich aus der eigenen Firma, und Staff Efficiency Suite und Atos Startup Edition. Also man versucht hier auch Unternehmen zu unterstützen, zum Beispiel eben im Personalmanagement. Man macht seine hauptsächlichen Umsätze in Deutschland, also ist ja klar, deutsches Unternehmen, und den Rest in Österreich und Europa. Ja, wir sehen auch hier, die Dividende wurde relativ schön erhöht. Also auch im Corona wurde die Dividende um 1 Cent erhöht. Also das ist auch schön zu sehen. Und was die Verschuldung zum Free Cashflow angeht, sehen wir, das Unternehmen hat praktisch kaum Schulden. Wir haben ja nur 8 Millionen Euro Schulden und der Free Cashflow übersteigt diesen Schuldungsgrad um ein Vielfaches. Was das Umsatzwachstum angeht, sehen wir 2023 Umsatzwachstum von 32%. Also das Unternehmen wächst wirklich stark. Sehr, sehr schön. Operatives Einkommen sogar um 70% gewachsen und das Net Income nochmal mehr um 84%. Also wir sehen, das Unternehmen also das gewinnt hier definitiv auch Market Share und scheint hier seine Produkte immer besser an den Mann zu bringen. Auch beim EBITDA, das sagt das Gleiche. Da sehen wir auch wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ja, Total Assets sind mit angestiegen. Net Debt haben wir vorhin schon angeschaut, was der Free Cashflow hier sagt, können wir uns auch noch anschauen. Free Cashflow ist auch stetig gestiegen und zwar zuletzt um 100%. Klar, wir hatten hier mit 2021, also in dem Inflationsjahr, beziehungsweise Corona-mäßig hier auch Rückgänge mit drinnen, aber grundsätzlich langfristig entwickelt sich der Free Cashflow sehr, sehr schön, geht kontinuierlich nach oben. Was die ausstehende Aktienanzahl angeht, da macht das Unternehmen gar nichts. Sie kauft weder Unternehmensaktien zurück, noch schüttet sie neue aus. Das ist auf jeden Fall schön. Ist gut zu sehen, dass man hier nicht verwässert wird als Aktionär. Und hier sieht man nochmal die historische Bewertung. Da sieht es eigentlich jetzt, wenn man das anschaut, zumindest 2023, ja, historisch eher günstig aus. Und wir können nochmal die Netmargen und die Operating Margen einblenden. Und auch hier sehen wir, dass wir die, ja, vor Corona bzw. in Corona war die nochmal ein Stückchen höher, wie sie im Moment ist, aber ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ja, hier sehen wir nochmal die Dividenden mit der Payout Ratio und das finde ich auch so ein bisschen erschreckend, warum man hier so viel seines Gewinnes ausschüttet. Also 75%, aber das macht man auch schon wirklich lange, scheint jetzt kein Problem für das Unternehmen zu sein. Aber ich persönlich sehe es immer nicht so gerne, wenn ein so stark wachsendes Unternehmen einfach die ganzen Gewinne nicht in sich selbst investiert, sondern die ausschüttet. Das ist für mich immer so ein bisschen eine Red Flag und erinnert mich leicht an Warta, da der auch der größte Aktionär halt eben diese Dividende einkassieren wollen. Und ja, aber hier sehen wir die weiteren Aussichten. Auch da sieht es gut aus, was die Earnings per Share angeht. Jetzt eher mal leichteres Wachstum hier erwartet, wie es ausschaut. Aber ab 2025 soll sich das weiter beschleunigen. Und das gleiche sehen wir auch beim Umsatzwachstum.
Sehr schönes Unternehmen, gefällt mir sehr, sehr gut. Definitiv auch auf meiner Watchlist, aber im Moment jetzt für mich jetzt gerade nicht die absolut tollste Einstiegschance bei Athos Software. Jetzt kommen wir zum nächsten Unternehmen, was ich tatsächlich noch gar nicht kannte. Also auf jeden Fall cool, dass du die vorgeschlagen hast. Wenn derjenige das Video sieht. Wir sehen, langfristig hat das Unternehmen sich vor allem hier so in dieser Phase 2016 bis ja, 2021 entwickelt. Wir sind auf jeden Fall in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sich natürlich jetzt von der ja, zeitlichen Struktur hier normalisiert. Ich habe jetzt hier mal den Monatstrend abgeschätzt mit dem FIB und sehen, dass wir die wichtigste Zone eigentlich hier unten haben, also in der Bereich hier von 7 bis 8 ungefähr. Ja, es ist ein britisches Unternehmen, können aber auch sehen, dass wir hier kurzfristig ganz oben schon einen kleinen Boden ausgebildet haben. Also wir laufen ja auch schon sehr, sehr lange seitwärts, so ein halbes Jahr Seitwärtsphase und sind jetzt nach oben ausgebrochen. Also eigentlich ist das jetzt hier ein Kaufsignal und bedeutet für mich, ja, wir laufen jetzt hier weiter nach oben, Ausbruch ist erfolgt, wäre jetzt ein Kaufsignal, kurzfristig zumindest. Also wenn man da schon drinnen ist, auf jeden Fall abwarten. Sieht schon mal gut aus. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die Aktie da bald ein neues All-Time-High schreibt. Ja, auch hier gucken wir uns jetzt die Fundamentaldaten etwas genauer an, beziehungsweise die Financials. Gucken wir einmal auf den Overview drauf. Da sehen wir, dass wir historisch ja, eigentlich relativ günstig im Moment bewertet sind mit einer PE-Ratio von 25 aktuell. Also hat man natürlich auch schon mal günstiger bekommen, vor allem so 2021. Aber der Kurs ist natürlich auch jetzt wieder gestiegen. Was das Umsatzwachstum angeht, sehen wir ja, der Umsatz ist leicht am Wachsen. Hier mal so 10% tatsächlich. Davor sogar noch höher. Also ja, dafür, dass man eben jetzt hier Figuren und sowas, also Miniaturfiguren und Spiele herstellt. Ja, interessantes Unternehmen auf jeden Fall. Aus dem Bereich scheint es schon sehr, sehr stark zu sein, weil auch die Nettmargen zwar gesunken sind jetzt in letzter Zeit, aber immer noch 28% betragen. Schon relativ hoch. Und man macht seine hauptsächlichen Umsätze in Nordamerika und danach kommt Kontinentaleuropa. Dividendenhistorie, wow, ja, man steigert hier die Dividende sehr, sehr stark und hat auch im Moment einen Dividendenyield von 5,15%. Aber laut der Payout Ratio, zumindest hier zum Gewinn, sind wir hier deutlich drüber. Muss man sich genau anschauen, ob man die Dividende hier halten kann, ob man sich da nicht vielleicht ein bisschen überlastet hat. Aber auf jeden Fall interessant. Ja, Debt to Free Cashflow, das sieht sehr, sehr gut aus. Da haben sie ganz lockere Deckung hier von den Schulden zum Free Cashflow. Sieht sehr, sehr gut aus. Die könnte man auch sofort mit dem ganzen Cash, das man hat, tilgen. Gefällt mir gut. Dann gucken wir uns hier mal die Cash from Operating Activities und den Free Cashflow an. Auch der sieht relativ gut aus. Auch schöne Steigerungen drinnen hier. Hier fehlt jetzt aber tatsächlich noch 2023. Liegt wahrscheinlich daran, weil es ein Unternehmen aus Großbritannien ist. Aber von der Entwicklung her sieht es sehr, sehr gut aus. Auch die ganzen Total Assets und so weiter sind schön mitgewachsen. Der Revenue Growth war 2023 13,5%. Also das ist auch wirklich stark. Das Unternehmen scheint noch relativ stark zu wachsen, obwohl man in so einem ja, außergewöhnlichen Markt eigentlich tätig ist. Auch das EBITDA ist schön mitgewachsen. Also wirklich interessant. Das Unternehmen zweistellig hier am Zulegen. Und jetzt schauen wir uns noch die ausstehende Aktienanzahl an. Total Common Shares Outstanding. Ja, minimale Erhöhungen, ähnlich wie bei Heiko. Also jetzt nicht in einem relevanten Rahmen, aber man bekommt hier schon eine leichte Verbesserung als Aktionär. Würde mich jetzt aber auch nicht so extrem abschrecken. Ja, wir sehen hier die Margen. Also historisch kommen wir hier so aus einem Bereich von 26 ja, bis 27% Marge. Im Moment sind wir da noch erhöht, sind aber auch definitiv auch auf dem Rückschritt von den Hochs hier in Corona. Man hat hier definitiv also profitiert von diesem ganzen Gaming-Hype, der in Corona eben stattgefunden hat. Aber der ist ja völlig in Ordnung und da wird man natürlich auch profitiert haben davon. Hier können wir uns nochmal die Payout Ratio anschauen. Also die war 2022 hier sehr, sehr hoch mit 114%. Muss man sich jetzt im Moment nochmal anschauen, ob die vom Free Cashflow gedeckt ist. Aber grundsätzlich jetzt für mich erstmal hier nicht ganz so aussagekräftig. In der Vergangenheit hatte man immer so eine Payout Ratio zwischen 70 und 75%.
Ja, was sagen hier die Forecasts? Also laut Earnings per Share, da soll noch Wachstum drinnen sein, definitiv. Also so ungefähr 10% tatsächlich weiterhin. Dann soll sich das über die nächsten Jahre aber dann etwas abschwächen, von 2025 auf 26 soll es eher stagnieren. Aber auch beim Umsatz sehen wir eine ähnliche Tendenz. Also in den nächsten Jahren ist hier auf jeden Fall laut diesen Analystenschätzungen noch Wachstum drinnen. Ja, dann sind wir schon fertig mit dem Video. Das waren alle Aktien, die ihr mir vorgeschlagen habt. Wenn ihr jetzt noch Bock habt auf einen zweiten Teil, dann mache ich gerne noch einen. Lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.